Marc Chagall gehört zu den ganz Großen der klassischen Moderne. Er hat nicht nur die Stilrichtungen der Moderne praktiziert und wunderbar ausgeübt, sondern er hat dazu auch noch eine Farbigkeit entwickelt, die einzigartig war in der Zeit. Und was noch hinzukam, er hat über seine Herkunft gemalt. Er hat das, was er in Vitebsk, in seiner Heimatstadt, erlebt hat, das hat er mit nach Paris genommen. In seinen Werken wie Schabbat oder aber auch Das gelbe Zimmer sieht man einerseits die Entwicklung seines Stils, Orientierung an Van Gogh, Orientierung an den Kubisten dieser Zeit. Aber man sieht auch, wie er das Zimmer gestaltet, wie zum Beispiel die Kuh oder das Schaf noch mit im Zimmer ist. Man sieht den Samovar, wie er auf dem Tisch steht, umfällt. Man sieht seine Familienmitglieder. Man sieht aber auch die Uhr des Großvaters. Bevor Chagall nach Paris gegangen ist, hat er quasi akademisch gearbeitet. Und dann kommt er 1910, 11 nach Paris und auf einmal sind es komplett andere Werke. Und man sieht natürlich immer wieder die kubistischen Strukturen bei ihm im Bild. Und das war eigentlich die nachhaltigste Kunstrichtung, auch wenn Chagall sich eigentlich nie dem Kubismus im engeren Sinne zugehörig gefühlt hat. So war doch diese Aufsplitterungsstrukturen etwas, was er als erzählerisches Moment benutzt hat. Wir haben in dieser Ausstellung wirklich die wichtigen Hauptwerke dieses besonderen Malers. Vor allem haben wir noch mal den Schwerpunkt gesetzt auf das frühe Werk, auf die Phase, wo Marc Chagall sich noch am eklatantesten, am kritischsten auch mit den Schwierigkeiten seines damaligen Lebens beschäftigt hat. Die Ausstellungsbesucher können hier in der Ausstellung jede Menge Neues erleben. Natürlich hat jeder eine Ahnung von Chagall, aber wir hoffen, hier immer wieder Neues und Spannendes von Chagall zu zeigen, den ungewöhnlichen Chagall. Die Ausstellung ist deshalb so aufgebaut, dass immer dann, wenn man um eine Ecke biegt, wieder ein neuer Chagall zu sehen ist, eine neue Aufnahme von Kunstrichtungen. Und so ist die Ausstellung in der ganzen ersten Hälfte dem Frühwerk gewidmet. Und erst in der zweiten Hälfte, wenn man sich quasi schon wieder auf dem Rückweg befindet, dann kommen die späteren Arbeiten von 1920 bis 1980. Denn Chagall hat 8 Jahrzehnte gearbeitet. Bella Rosenfeld war eine zentrale Schlüsselfigur in seinem Leben. Er hat sie 1909 kennengelernt und er hat sie dann 1915 geheiratet. Sie war jüdische Tochter eines reichen Juweliers und eine sehr gebildete, kluge Frau, ganz im Gegensatz sogar zu Chagall, der keinen Schulabschluss hatte und ein Maler war. Aber Bella war zeitlebens seine Muse, seine treibende Kraft und auch seine Stütze, die ihm Rückhalt gegeben hat. Wenn man einmal das Bild sieht, Doppelporträt mit Weinglas, er, Chagall, sitzt auf den Schultern von Bella. Und Bella ist eine starke Frau, die ihn mit Leichtigkeit trägt und durchs Leben trägt. Ja, 1944 stirbt Bella unerwartet an einer Virusinfektion. Chagall kommt damit gar nicht zurecht. Er hört auf zu malen. Es dauert mehrere Monate, bis er sich wieder einigermaßen findet und überhaupt wieder etwas produzieren kann. Er findet dann aber relativ schnell eine neue Lebensgefährtin, Virginia McNeil. Und wenn man das Bild sieht, Lichter der Hochzeit, dann merkt man, dass diese neue Frau auch die Malerei beeinflusst hat, aber auch die Motivwahl. Denn es ist einerseits das Bild der Braut, des Hochzeitspaares, was von da ab immer wieder eine Rolle spielt, aber es ist auch die Dunkelheit, die gleichzeitig auftritt. Chagall ist ja bekannt für die Schönheit seiner Bilder und das ist einfach auch so. Die Bilder sind extrem farbenfroh, sie haben diese fantastischen Themen. Und es wird manchmal ein bisschen übersehen, dass Chagall eben auch ein sehr ernsthafter Künstler war, der sich eben auch mit den Problemen seiner Zeit und auch mit den Problemen, die er selbst erfahren hat in seiner Kindheit und Jugend in Russland als Jude beschäftigt hat. Chagall hat als Kind bereits Pogrome in seiner Heimatstadt erlebt und immer wieder verarbeitete er diese Situation in seinen Bildern.
Und wir haben hier 2 Arbeiten. Eins davon ist Russland, den Eseln und den anderen, wo er eine Magd zeigt mit zerschossenem, leichenblassem Gewand, der Kopf abfliegt im hohen Bogen. Und der Hintergrund ist quasi eine dystopische Nachtlandschaft und eigenartige Schlieren wie aus Sodom und Gomorra dringen in diesen Himmel ein. Und alles vor der Kulisse vor Witebsk. Eigentlich zieht es sich durch sein ganzes Werk und kommt auch im Spätwerk noch mal sehr stark zum Tragen. Was bedeutet das Judentum für ihn? Die Beziehung zwischen Religion und Gesellschaft. Was hat er für Erfahrungen gemacht in der Bohème in Paris? Im späteren Werk von Chagall ist die Hoffnung überwiegend. Die Bedrohung ist auch da. Er zitiert sie immer dann, wenn es um die Sache der Juden geht. Und wenn eine politische Situation irgendwo auf der Welt aufgetaucht ist, die bedrohlich für die Juden sein könnte, dann hat er mit seinen Bildern sofort Partei ergriffen oder einen Kommentar dazu erarbeitet. Trotzdem sind seine späten Arbeiten von dem Prinzip der Hoffnung und der Versöhnung geprägt. Also der Versöhnung zwischen den Staaten und der Versöhnung zwischen den Religionen. Die Ausstellung wird sehr gut aufgenommen. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass viele BesucherInnen rauskommen und sagen, ach, das habe ich nicht erwartet. Das ist ja sehr beeindruckend zu sehen, welche vielen Stationen Chagall in seinem Leben hatte und wie man die hier in der Ausstellung vergleichend auch sehen kann. Wir haben ja auch hier eine spezielle Architektur, wo es Durchblicke, Durchbrüche gibt. Und wenn man an manchen Punkten steht und sich einmal umdreht, dann hat man das ganze Spektrum von Chagalls Leben quasi auf einmal parat. Und das ist bestimmt eine Überraschung für viele, wie unterschiedlich er gearbeitet hat und wie viele starke Phasen er in seinem Leben gehabt hat. Also wir haben bei der Eröffnung, aber jetzt auch in den letzten Wochen beobachtet, wie wahnsinnig beliebt Marc Chagall ist. Das ist durch die Breite der Gesellschaft ein ungeheuer beliebter Maler. Die Bilder strahlen auch so viel Freude und so viel Optimismus aus, dass das auch nachvollziehbar ist. Und dennoch gibt es eine tiefer liegende Ebene. Und ich glaube, das ist schon das Besondere an dieser Ausstellung, dass man neben der Freude über die Bilder eben auch noch mal sehen kann, mit welchen Themen sich Chagall wirklich auch auf einer sehr ernsthaften Ebene beschäftigt hat.